Gut, dann freue ich mich heute, dich hier begrüßen zu dürfen zu einem kleinen Interview. Und zwar Michael Krause ist hier bei uns von MK Hosting. Und er hat natürlich sehr viel Erfahrung im Hosting-Bereich, weil er da natürlich auch schon relativ lange tätig ist. Und die Erfahrung kann er euch heute nämlich weitergeben. Ich freue mich, dass er euch da einfach mal so ein bisschen vorstellen kann, was da alles so wichtig ist und was eigentlich auf dem Gebiet, was er da so alles schon entwickelt hat oder benutzt hat. Genau. Aber zum Anfang, wie hast du denn eigentlich selbst angefangen? Also wie bist du in die Informatik reingerutscht? Ja, hallo Cedric, danke dir für die Einladung und ich fange mal direkt an. Gut, die Affinität zur Informatik oder zur IT als solche, die besteht schon seit knapp 15 Jahren. Begann alles mit einem Familienmitglied, der da halt beruflich so unterwegs war. Und da habe ich halt immer wieder mal ein bisschen mit reingeschnuppert und ein bisschen was gesehen. Das war halt damals vor vielen, vielen Jahren, vor vielen, vielen Monaten, hat das alles begonnen mit, ja, was ist überhaupt Windows? Ja, das war halt damals so Windows 98, 95, solche Geschichten. Und dann mit der Zeit hat das ein bisschen stagniert. Irgendwann fing das dann damit an, dass man halt so die ersten Gehversuche und Schritte halt eben mit verschiedenen Forensoftwaren gemacht hat, wo man halt eben so ein bisschen rumexperimentiert hat. Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahrzehnt her. Und somit hat sich das halt langsam alles so ein bisschen was gefestigt und halt mehr in die Informatik halt immer weiter reingesteigert. Zum Hosting bin ich gekommen vor circa 4 Jahre. Da hatte ein Kollege von mir, war da im MLM drin, das ist ein Multilevel-Marketing-System. Und kurzum gesagt, da ging es um die Webseitenerstellung und die Präsentation von sich selbst über Webseiten. Und da habe ich mir halt irgendwie dann gedacht, okay, da könnte man doch auch irgendwie selber was machen. Und ja, habe ich dann da mit einem Kollegen damals zusammengetan und wir haben da ein bisschen was geforscht, wie man sowas überhaupt angeht, weil das war halt auch für uns neu, sage ich mal, von der Seite aus als Betreiber eben zu betreiben und nicht als Endanwender. Und ja, somit ging das Ganze dann los. Programmierung als solche, ja, bin ich jetzt kein Profi drin, ist auch in meinem täglichen Doing, sage ich mal, eher weniger der Fall, dass ich es überhaupt anwenden muss, wie jetzt irgendwelche großartigen C-Sharp-Programmierungen oder sowas. Das sind halt so kleine Sachen, so kleine Skripts mehr oder weniger, an denen ich mich natürlich dann bediene, wenn es irgendwie darum geht, irgendwas grob zu automatisieren, wenn das nicht schon von irgendwelchen Backend-Systemen mitgeliefert wird. Also wirklich kleine Bash-Skripte oder eben irgendwelche PowerShell-Skripte oder sowas. Mhm. Und in dem Fall, hast du dann eine Lieblingssprache überhaupt? Also so in die Richtung Bash dann oder? Ja, was heißt Lieblingssprache? Also wenn ich was machen muss, dann ja, dann ist Bash dann doch eigentlich schon das, worauf ich dann gerne zurückgreife. Muss halt dann natürlich zu einem Betriebssystem passen, ne? Also Klar. ja genau, aber sonst klar, ist Bash schon so die Sprache, auf die ich dann gerne zurückgreife. Weil natürlich, du hast auch wirklich dank der riesigen Community halt einfach immer irgendwo welche, ich meine, gut, das magst du bei Microsoft, bei PowerShell bestimmt auch irgendwo haben, aber ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass einfach diese Linux-Community oder halt eben diese Community, wo du zumindest Bash halt eben, die mal halt eben anwendest, ähm, ja, einfach viel offener ist. Es gibt viel, viel mehr Informationen darüber, es gibt viel, viel mehr Skripte halt eben. Und du bist da, also wenn du es selber nicht kannst, dann kannst du dich einlesen und du hast halt immer die Hilfe. Von daher ist Bash dann doch schon, so ich sag mal, eine Sprache, die ich bevorzuge. Ja. Macht natürlich Sinn. Und Ja. wieso hast du dann speziell Hosting so als Gebiet ausgewählt? Also du hast erzählt, du fandest es interessant, das zu automatisieren. Ist das so ein bisschen das, was du momentan auch am liebsten so machst? Also Dinge zu automatisieren im Hosting-Bereich? Also ich kann mich noch daran erinnern, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, ich werde immer älter, also da haben wir damals mit einem Kollegen haben wir eine Domain bestellt und wir waren froh, das weiß ich mir ganz genau, als erst gestern, dass sie dann nach einer Woche auf einmal verfügbar war und da haben wir uns so drüber gefreut und wir haben auch damals dann Server bestellt, also ganz, ganz kleine halt eben Low-Level, sage ich mal. Und wir waren so froh, dass das nach eigentlich einer Handvoll Tagen endlich da war und das ist halt heutzutage ist das eigentlich, wenn man das sich so vorstellt, kaum noch wegzudenken. Also man ist schon irgendwo, man fängt schon an zu zittern, wenn man als Kunde selbst irgendwo einen virtuellen Server bestellt und der nicht nach 30 Minuten irgendwie parat steht oder so. Das ist halt dieser Automatismus, der dahinter einfach läuft, dass Hm. man wirklich komplett sagt, ich brauche in das System gar nicht mehr eingreifen. Ich habe irgendwo auch Fehlerabfangungen drin, das heißt, wenn da irgendwie was schief läuft oder so, bekommt der Kunde eventuell eine E-Mail und sagt, hier, pass auf, da und da ist was falsch gelaufen, korrigiere doch so bitte oder sowas, dass man halt eben einen kompletten Automatismus hat, der natürlich für einen selbst als Anbieter vorteilhaft ist, weil ich brauche halt eben gar keine Arbeitszeit mehr rein investieren, weil halt eben alles automatisiert läuft und der Kunde hat einfach auch sehr, sehr schnell halt eben das Produkt da stehen. Ja, ist natürlich super angenehm für beide Genau. Parteien dann.
Genau. Und durch dieses Automatisieren, durch dieses Skript halt eben, ist halt sowas zu realisieren, wobei halt eben wirklich sehr viel schon eben mitgeliefert wird von den Backend-Systemen, die man halt eben nutzt. Ne, also eben um Kundenlandschaften zu pflegen, um halt eben die Virtualisierung bereitzustellen. Hm. Also Okay. Und du bist jetzt mittlerweile bei MK Hosting, was natürlich die beiden ersten Buchstaben deines Namens sind. Wie ist denn das entstanden? Du hast ja dann wahrscheinlich auch gegründet und genau, das war halt so, wir hatten damals, habe ich mich mit einem Kollegen dahingehend selbstständig gemacht, dass wir also eine Gesellschaft gegründet haben, damals auch HK Hosting, das ist auch abgeleitet gewesen halt eben von unser beider Vornamen, erster Buchstabe. Und genau, es lief dann auch 3 Jahre lang in der Gesellschaft und die wurde dann dieses Jahr, genau im Mai, Ende Mai wurde die aufgelöst. Ähm, und zum 1. Juni hin habe ich mich halt selbstständig gemacht in dem Bereich und habe dann auch mir wieder gedacht, was soll ich jetzt irgendwie, irgendeinen kryptischen Namen oder so, sowas wählen, irgendwie, dass das passt irgendwie, damit kann ich mich auch identifizieren und habe halt auch dann MK Hosting wieder als Namen genommen oder halt meiner beiden Initialen halt eben M und K und klar, macht Sinn. Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, also Hosting hat sich schon stark weiterentwickelt, wenn man das mit vor 10, 15 Jahren so vergleicht. Aber das ist mh. natürlich auch ganz schön aufwendig, sowas in die Wege zu leiten. Was war denn so deine anstrengendste Erfahrung? Also was ist so das Aufwendigste, wenn man irgendwie Hoster sein möchte? Also ich glaube, sich erstmal mit der ganzen Materie wirklich auch auseinandersetzen, ist sehr wichtig. Jetzt nach der neuen DSGVO auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt halt eben die Datenschutzbestimmung und halt eben damit auch konform zu gehen. Mhm. Was ich immer am aufwendigsten fand oder was ich halt jetzt die 2 Male, sage ich mal, aufwendig fand, ist halt wirklich dieses Initiale, also dieses zu Beginn halt eben wirklich was rein investieren. Nicht nur Geld, sondern auch sehr, sehr viel Zeit. Also die Website und wenn man ein Perfektionist ist oder wenn man so gestrickt ist, dass man wirklich alles an seinem Platz haben möchte, dass man auch selbst damit sehr zufrieden ist, ist zum Beispiel der Aufbau der Website extrem wichtiger. Also jede Grafik muss da vernünftig passen, jeder Text muss passen, man muss sich ja im Vorhinein auch Gedanken drum machen, was schreibe ich und wie schreibe ich es. Und ja, natürlich dann das Evaluieren, also das Aussuchen und Bewerten von Systemen, die ich halt eben nutze, Mhm. das, ja doch, da fließt einiges an Zeit halt eben rein, weil man ja auch nachher möchte, dass wirklich alles reibungslos funktioniert. Und je mehr Gedanken ich mir halt einfach im Vorfeld mache, desto einfacher ist es später nicht nur für mich, sondern auch eben für den Kunden. Mhm, klar. Genau. Aber wie hast du das dann, also jetzt die technische Seite, wie hast du das mit dem Backend alles verknüpft? Also man bestellt ja im Frontend auf der Webseite im Endeffekt einen Server oder eine Domain. Wie wird es dann ins Backend ausgeliefert und wie funktioniert das da dann? Genau, also das Frontend ist bei mir halt die Website, die über das CMS WordPress läuft. Und das ist komplett abgekapselt, sage ich mal, vom restlichen oder vom Backend halt eben. Ja. Das ist tatsächlich nur rein die Oberfläche, wo halt ja, die Informationen dastehen. Und ich klicke dann halt eben darauf einen entsprechenden Link, um was zu bestellen. Gelange dann halt eben zum Backend mehr oder weniger zum Bestellformular, wo ich halt eben meinen Server konfigurieren kann, so wie ich ihn halt gerne haben möchte und sende dann halt eben meine Bestellung ab, bezahle. Das läuft alles über WMCS, das ist halt eben das Backend, was ich Mhm. aktuell oder auch jetzt schon die letzten 3, 4 Jahre nutze. Und dort wird halt alles eben verarbeitet, wird halt eben entsprechend in Daten eingepflegt und so weiter und so fort. Und das ist halt auch schon von Haus aus sehr automatisiert, Mhm. ähm, was natürlich vorteilhaft ist. Und genau, das ist dann in Verbindung mit zum Beispiel Proxmox, das nutze ich momentan als Virtualisierungssoftware, Okay. auch wiederum durch verschiedene Schnittstellen halt eben verknüpft, dass da auch wieder Automatismus läuft und halt auch eben da der Server wieder vollkommen automatisiert erstellt wird. Mhm. Genau. Also man möchte natürlich auch irgendwo das so präsentieren oder auch so zeigen und auch für den Kunden so angenehm wie möglich machen. Also nicht, dass der Kunde irgendwie auf die Seite gehen muss, was bestellen muss, dann kommt er auf einmal dahin, muss da aber noch was eingeben und kommt dahin, muss da noch was Ja, eingeben und klar. weiß auch, wo bin ich überhaupt. Insofern ist so ein Workflow, sage ich mal, ganz wichtig. Ja. Ja. Und im Hintergrund, also wie wird dann das System generiert? Also ich meine, wenn ich jetzt was bestelle, dann ist ja quasi innerhalb von 0, keine Ahnung wie viele Sekunden ein neues System da am Laufen. Das ist ja innerhalb von wenigen Minuten da. Wie wird das im Hintergrund generiert? Also so ein typischer Ablauf, sage ich einfach mal, ist, man geht halt eben auf die Webseite, schaut sich da einen Server oder sucht sich einen Server aus. Bei mir kannst du halt eben komplett frei konfigurieren. Also ich bin fernab von diesen Paketen halt eben, weil Mhm, was das hat ist auch gut, ja. einen Sinn, ne? Ich muss mich halt nicht festlegen, ich brauche jetzt 8 GB RAM, sondern kann auch nur 7 nehmen. Ne? Stellst halt eben deinen Server ein, so wie du ihn brauchst, bestellst ihn, bezahlst ihn und sobald das erledigt ist, läuft halt im Grunde genommen
kommt halt ein Request mehr oder weniger ins Backend und das heißt, okay, Server ist bezahlt und dann beginnt halt so ein Workflow, sage ich mal, so ein Prozess, wo halt eben auch mittels Cronjob-Abfragen und so weiter halt immer gefragt wird, okay, alles klar, ist bezahlt, sage ich mal, wenn ja, ne, dann switche da und da, dann mach diesen dies. Und das funktioniert halt und das läuft halt eben dann von BHMCS aus zu Proxmox, wo halt eben gesagt wird, alles klar, Rechnung ist da, beziehungsweise Rechnung wurde bezahlt, Okay. erstellen wir einen Server. Ne? Und das macht dann halt eben vollautomatisiert das Backend für die Serververwaltung oder halt eben Proxmox, wo halt dann genau das greift und die Server halt eben nach Wunsch, also wie es halt eben konfiguriert ist, auch da muss natürlich wieder seitens des Hosters oder des Betreibers Vorleistungen Ja, klar. ja, oder Vorableistungen tätig werden, ne? Und gesagt werden, hier, pass auf, dieses Image hast du, das Image hast du, ne, verschiedene Ablagerorte halt einfach Ja. definieren, wo halt nachher einfach nur zugegriffen wird und fertig. Okay, und natürlich, ein Server ist ja im Endeffekt dann eigentlich kein wirklicher Server, also kein festes physisches Gerät, was man hat, sondern man hat ja eigentlich nur Platz auf einem so einem festen physischen Gerät, sprich ein virtualisiertes System, nehme ich an. Ihr benutzt da Genau. KVM dazu, ne? Genau, also wir haben jetzt damals, als noch die Gesellschaft da war, haben wir rein KVM genommen. Also das ist halt eben Hypervisor-Typ abhängig, beziehungsweise der Unterschied ist einfach der Hypervisor. Momentan habe ich halt auch LXC, das ist also ein Linux-Container-basiertes System. Der wird also nicht wirklich virtualisiert, sondern er wird nur, im Grunde genommen kann man sagen, es wird eine Datei erstellt in einem Ordnerverzeichnis oder halt in einer Baumstruktur wird einfach eine Datei erstellt, wo halt eben, ich sag mal grob gesagt, wie eine XML-Datei, wo halt eben die verschiedenen Werte alle zugewiesen sind und wie es halt eben abläuft. Das Also Image hier ist dann. halt der Unterschied. Genau, hier ist halt der Unterschied, dass LXC halt eben nicht direkt auf die physische Hardware halt eben zugreift, sondern dass dazwischen noch so eine Schicht ist, so eine Software-Schicht, sage ich jetzt mal, und dass das alles halt softwarebasiert ist. Genau, und KVM ist halt eine Kernel-basierte Virtualisierungsmethode, die greift halt direkt auf die Hardware des physischen Gerätes, des physischen Servers halt eben zu. Das heißt, bei KVM wird dann auch tatsächlich eingeteilt, wenn ich jetzt sagen wir mal 2 virtuelle CPU-Kerne bestelle, dann kriege ich auch wirklich genau von dem echten Kern sozusagen Genau. 2 Dinge ab und bei LXC ist dann halt diese Software-Schicht noch dazwischen. Genau, richtig. Das ist natürlich bei KVM hast du einfach performanter. Du hast ja einfach wirklich die Leistung auf, auf Abruf direkt bereit dastehen, weil egal ob du es nutzt oder nicht, bei KVM, es wird einfach zugewiesen. Es werden feste Ressourcen für deinen Server, den du halt eben erstellst, fest zugewiesen. Das heißt also, wie du genau gerade sagtest, wenn ich mir diese 2 Kerne bestelle, habe ich auch diese 2 Kerne. Ja. Und wie sieht es dann aus? Was hat es dann für einen Vorteil, wenn ich das Ganze eben nicht über Kernel-basierte Virtualisierung mache? Also LXC, was hat das für Vorteile so? Also LXT hat den Vorteil auch, dass es natürlich auch recht schnell in Erstellung ist. Klar, so wie KVM auch, das geht heutzutage in ja, weniger Sekunden teilweise, weil halt einfach ein Image schon da liegt und da nicht nur irgendeine Installation erzeugen muss. Bei KVM ist es momentan bei mir so, und das ist halt der entscheidende Nachteil oder ein Vorteil von LXC, dass bei KVM momentan noch über ISO-Dateien halt installiert werden muss. Ah, Das auch in 2 Minuten, sage ich mal, erledigt. Da gibt es auch, ich habe dazu auch in einem Blog von mir halt eben eine Anleitung erstellt oder helfe auch gerne aus. Aber das ist so der Vorteil, sage ich mal, von LXC. Der klare Nachteil ist natürlich, dass, gut, das braucht nicht jeder, aber einige gucken halt eben und wollen zum Beispiel auch eine eigene Kernel-Version weichlich kompilieren oder wollen irgendwie andere Kernel-Versionen halt eben nutzen. Das funktioniert bei LXC halt eben nicht, weil LXC halt eben dadurch, dass es keine eigene, ich sag mal, keine eigene Instanz ist, sondern halt eben wirklich softwarebasiert nur abgelegt wird, greift LXC halt eben auf den Kernel des Hosts zurück. Das heißt, ein Kernel-Spiel und mh, ein Nachteil von LXC ist zum Beispiel auch, dass ich kein Windows nutzen kann. ja gut, ob das ein Nachteil ist, das lässt sich natürlich. Ja, genau, okay. Also, ich sag mal so, ein Unterschied dazu ist. Ja, genau. Okay, das heißt, LXC ist so ein bisschen eher unfreier, aber vielleicht teilweise schneller in der Erstellung. Es gibt natürlich Kunden, klar, die sind natürlich willkommen, die auch sagen, okay, ich kenne mich damit nicht aus, weil ich meine, dafür ist sowas ja wirklich prädestiniert. Also Ja, genau, so, das ist perfekt dafür, ja, wenn man sagt, ich kenne mich damit nicht aus, wie geht das überhaupt? Ja, ne, klar. wunderbar. Also ich kann probieren, das zu installieren. Ja, wenn das nicht hinhaut, ja, mein Gott, dann starte den Server einfach neu und starte die Installation neu. Also Ja. ich muss da nicht großartig irgendwie, weiß ich nicht, tagelang warten oder wie auch immer. Ähm,
ist es sowieso, besteht die Möglichkeit, halt immer solche Geschichten, ob jetzt virtualisiert oder nur ja, containerbasiert, neu zu installieren. Das geht auch immer ruckzuck. Hm. Insofern, das ist wirklich halt gut für die auch, die sich da natürlich ausprobieren wollen und die sich an diese Materie auch rantesten und rantasten wollen. Ja. Und wenn ich jetzt bei KVM aber mein eigenes ISO-Image sozusagen habe, also im Endeffekt kann ich ja da jede ISO-Datei nehmen, die ein System beinhaltet, oder? Da kann ich einfach dann hergehen und sagen, ich möchte gern, keine Ahnung, was auch immer für ein Mhm. Linux haben und das wird dann installiert. Das ist momentan nicht möglich bei mir. Es besteht natürlich die Möglichkeit zu sagen, hier, ich möchte zum Beispiel das und das ISO haben, kam jetzt die Tage erst ein Kunde an und Ja. sagte, ich brauche gerne von Windows 2008 die R2-Version. Ja, dann sagt man halt eben irgendwie, okay, wo kann man die runterladen? Und, das sind so Testversionen, die gibt es im Evaluierungscenter von Microsoft, die kann man da runterladen. Mhm. Ja, da habe ich die kurz getestet, geguckt, ob alles funktioniert, habe die hochgeschmissen und das ist das, was ich eben sagte, so ein bisschen Vorarbeit, damit also nachher bei der Erstellung halt eben klar ist, alles klar, ich muss da und da drauf zurückgreifen Ja. und erstelle das. Ja, das war eine Sache von 10 Minuten und der Kunde konnte seine Windows 2008 Version halt installieren. Das ist halt sehr praktisch, ja. Und das geht halt mit LXC nicht so gut. Das ist genau richtig. Ich meine, Mhm. da gibt es natürlich Images, aber halt kein Windows, gut. Wie gesagt, muss kein Nachteil sein. Und wie sieht es mit der Security aus? Also ich meine, man sagt ja generell, bei virtualisierten Systemen ist ein Ausbrechen in den eigentlich meisten Fällen nicht wirklich möglich. Aber Mhm. gibt es da hin und wieder mal so Schwachstellen, wo man sagt, oh, da hätte man jetzt eigentlich aus der virtuellen Maschine ausbrechen können und man hätte den ganzen Server sozusagen kapern können? Ja, also bei KVM ist es so, dass dass es da ein bisschen schwieriger halt einfach ist. Bei LXC ist es so, oder halt eben bei der Bearbeitung oder bei der Erstellung mit Namespaces oder allgemein bei der Bearbeitung mit Namespaces, da muss man halt schauen, ist zum Beispiel, gibt es halt eine Funktion, das ist ganz einfach gemacht, sage ich mal. Das kann man natürlich über Konsole machen, das geht auch über den GUI, sage ich mal, Mhm. von Proxmox, wo man halt eben sagt, okay, ist der Server eben privilegiert, ist er nicht privilegiert, welche Rechte hat er? Das ist halt immer Ja. wichtig zu testen einfach, ja. Und ist klar, es gibt halt immer wieder Sicherheitslücken, sei es auch irgendwie neue Kernel oder sowas. Ich meine, das sieht man ja wirklich häufig, dass halt eben, also nicht bei Heise Security oder sowas, ja, dass halt eben gesagt wird, hier pass auf, es gibt ja ein neues Kernel-Update oder sowas. Muss natürlich schauen, klar, betrifft einen das selber Mhm. und welche Änderungen gibt es, ne? Aber auch da gibt es natürlich immer wieder nach der Zeit halt eben ja, Sicherheitslücken, die es dann eben zu decken gibt. Benutzt du dann hauptsächlich Systeme, die kein Rolling Release sind auf dem Server, also sowas wie Ubuntu oder sowas, oder benutzt du auch tatsächlich Rolling Releases wie jetzt Arch oder Manjaro? Zu Anfang habe ich mir halt festgesetzt, welche Betriebssysteme ich halt gerne anbieten möchte. Ich selber nutze zum Beispiel Debian. Mhm. Ob man jetzt natürlich da irgendwie, also welche ISO-Dateien, also welche Betriebssysteme man oder Distributionen man da natürlich selber für sich selbst nutzen möchte, steht einem selber natürlich frei. Mhm. Wie gesagt, das kann ich natürlich dann hochladen, das ISO, sage ich mal, und Mhm. dann kann der Kunde das auch so nehmen. Geht natürlich grundsätzlich irgendwo, also dass man halt gucken muss, okay, gilt der LTS, also der Long-Term Support und sowas, gilt das noch für die Version oder ist das irgendwie eine Distribution oder ein Betriebssystem? Windows 95 werde ich nicht anbieten, Ja, zum klar. Beispiel. Ja, das sind halt solche Sachen, ja, da muss man halt gucken, wie sieht es denn auch wirklich security-mäßig aus und man muss sich halt auch im Klaren darüber sein, welche Vor- und Nachteile hat das Ganze. Ja. Wenn man einem Kunden ein System bereitstellt, gibt man dem ja im Endeffekt die Möglichkeit, auf dem Server Code auszuführen, einen beliebigen Code auszuführen. Auf seinem eigenen Server. Ja, natürlich, klar. Mhm. Ja, ja, Ja. klar, genau. Aber da muss man ja dann natürlich auch davon ausgehen, nicht jeder Kunde weiß jetzt, wie er sich gegen Angriffe wehrt. Macht ihr Mhm. dann irgendwie von euch aus was dafür, dass die Kunden da geschützt sind, sozusagen nicht selber sich einen Fehler bauen oder darf man das gar nicht? Also grundlegend gilt natürlich, sind die Systeme als solche, also da, wo halt eben die KVM-Server und LXC-Server drauf laufen, Mhm. sind natürlich die Systeme als solche geschützt. Ja. Dennoch ist es natürlich immer möglich, gerade bei KVM zum Beispiel, weil man halt da wirklich eine eigene ja, einen eigenen Kernel nutzen kann und eigene Kernel-Versionen auch kompiliert halt eben nutzen kann, gibt es da durchaus Schwachstellen, die halt eben, klar, wo man als Hoster nicht viel gegen machen kann, Ja. weil ich halt einfach gar nicht weiß, okay, was nutzt der Kunde denn da überhaupt? Mhm. Ähm, Welches Betriebssystem, wie jetzt in puncto Sicherheit, ja, welche Ports, gut, Standardports sind im heutigen Zeitalter von Portscans und so weiter, ich glaube, das ist nicht mehr so relevant, die abzuändern, das bringt nicht mehr so viel. Nee. Ähm, aber wie gesagt, das sind so Dinge, da hilft man natürlich gerne im Support dann den Kunden.
gerade halt bei Kunden, die halt nicht wirklich wissen, ja, okay, was ist denn das überhaupt? Also, was ist denn jetzt überhaupt Port 22 oder wie auch immer, ja, also dieser Sicherheitsaspekt, Hm. dass man halt eben sagt, okay, wie funktioniert das denn überhaupt? Da hilft man natürlich gerne und da kommt man dem Kunden auch gerne entgegen und unterstützt da. Aber man kann natürlich auch nicht gegen alles jetzt irgendwie geschützt werden. Wie sieht es denn jetzt Mhm. mit Denial-of-Service-Angriffen aus? Also ich meine, davon hört man ja permanent eigentlich was. Mhm. Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht? Ich selbst nicht. Ich selbst nutze da eine Lösung von Voxility, das ist halt eben der Anbieter dafür und nutze halt eben die Firewall-Lösung. Ich selbst habe jetzt da noch keinen Vermerk drüber irgendwie, dass da irgendwie ein Angriff gefahren wurde. Es kommt halt immer darauf an, auch wer da gerade so am Werk ist, sage ich mal. Also Hm. es gibt genügend Stellen leider im Internet, wo man halt eben solche ganzen Botnetze für wenig Geld, sage ich jetzt mal, sich zulegen kann und dann halt irgendwie auch als typisch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Script-Kiddie halt eben so ein Ding ausführt und eigentlich gar nicht weiß, ja, was läuft jetzt hier überhaupt gerade. Ja, Sowas hatte ich bis jetzt halt noch nicht. Es wird zum halt Glück. vorweg, genau, zum Glück auf jeden Fall. Es wird halt vorweg auch halt immer recht viel weggefiltert, halt eben von den Ja. Firewall-Lösungen, von diesen Security-Lösungen halt eben. Daher ist man selbst, sage ich mal, gar nicht mehr so sehr davon betroffen. Voxility ist dann quasi so ein Filter, der den Traffic sozusagen filtert, welches ist jetzt echter Traffic und welches könnte bösartiger Traffic sein. Genau, richtig. Da gibt es Hm. halt verschiedene Filtersysteme, verschiedene Regular Expressions, wo halt eben dann geprüft wird, was ist jetzt hier zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie, wenn jetzt irgendjemand einen Angriff fährt, werden halt eben die Abstände halt eben überprüft. Wie Hm. die Regelungen jetzt da intern halt eben aussehen, kann ich wenig zu sagen. Da lässt sich natürlich auch jede Firma, ich sag mal, ungern in die Karten gucken. Klar. Klar. Aber genau das ist es, was du sagst. Es wird also geprüft, was ist denn jetzt hier überhaupt echter Traffic, was darf denn durch, was ist denn hier legitimiert Hm. und was ist Traffic, der irgendwie Schaden verursachen könnte oder was ist Traffic, der wirklich gezielt dafür da ist, um Schaden zu verursachen. Ja, Da ist man wirklich recht gut aufgestellt. Also ich muss da sagen, innerhalb von den 4 Jahren jetzt, da gab es keine Vorfälle. das ist wirklich gut, ja. Ja, Und vor allem in den letzten 4 Jahren sind ja wirklich sehr, sehr viele Botnetze so ja, aktiv geworden, also Mirai oder genau. sonstigen. Ja, Das wenn ist man schon gut. überlegt, was heutzutage alles dabei sein kann, ne? Also Ja, vom Kühlschrank bis hin, was wir haben. Oh, ne? Internet of Things, das ist ja gigantisch, was da also mittlerweile alles mit im Boot sitzt. ja, ich erzähle auch immer ganz gerne die Geschichte von dem Kaffeemaschinenprotokoll, das wir mal versucht Ah, haben, ja. irgendwie anzusprechen. Da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, über ein eigenes Protokoll, also quasi ähnlich wie HTTPS, nur halt Ja. für Kaffeemaschinen optimiert, dass man eben seine Kaffeemaschine ansprechen kann. Ja, das ist aber, also, ich meine, ich finde es echt mega interessant, das auf jeden Fall. Aber es ist halt die Frage, ist das denn wirklich nötig? Also, Ja, das ist darum halt geht's immer die wieder. Frage. Ich finde es interessant, ja. Okay, und wie habt ihr dann dieses Voxility-System bei euch angebunden? Da gibt es ja dann wahrscheinlich eine API, die man ansprechen kann, oder? Ich selbst habe also im Rechenzentrum ein Netzwerk Mhm. liegen, welches halt eben hinter der Voxility selbst liegt. Also ich selbst habe Ah, da wenig mit zu tun, genau richtig. Das ist halt so ein VLAN, was ich halt eben habe, wo halt eben meine Server halt eben drin stehen. Ich okay. selbst habe damit wenig zu tun. Ich hatte letztens zum Beispiel einen Kunden, der hatte Probleme auf einem ARC-Server, also auf einem Game-Server, Mhm. dass da verschiedene oder dass da halt ja, Pings ziemlich hoch waren. Und die Annahme war halt einfach die, dass verschiedene UDP-Pakete oder dass halt eben die UDP, Mhm. dass der Traffic für UDP da irgendwie, ja, irgendwie Stress macht, sage ich jetzt mal. Da wurde dann einfach ein Dump erstellt und ein MTR und wird halt geguckt, okay, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Was ist denn hier auch am Traffic gerade zugegen? Und das wurde dann halt an Voxility weitergeschickt und die haben sich das angesehen, ausgewertet. Wie die das halt eben auswerten oder an welchen Maßstäben oder an welchen Regelungen, das weiß ich halt nicht. Und wie Mhm, gesagt, klar. natürlich nur keiner in die Karten gucken und haben das dann entsprechend angepasst und ja, seitdem auch keine Beschwerden. Das ist natürlich Ähm, praktisch, ja. genau, und das ist halt schnell gegangen. Okay, und du hast gesagt, du bist in einem V-LAN drin. Du bist mit dem Hm, Standort in Frankfurt, ne? genau, richtig, ja. Ja, das hat wahrscheinlich auch seine Gründe. Wahrscheinlich liegt es hauptsächlich am D6, oder? D6, genau, der liegt natürlich direkt vor der Türe. Ja. Ähm, Das ist natürlich von der Anbindung her echt top. Ich kenne halt das Rechenzentrum als solche oder halt da oder in einem Abteil von einem Rechenzentrum, Mhm. in Accelerated, kenne ich halt schon auch jetzt so ein paar Jahre und ja, habe halt immer auch Top-Support da gehabt. Also Ja.
nie beschweren können. Und preislich stimmt es halt einfach. Man sieht sich natürlich auch mal nach rechts und nach links um und guckt, okay, wie sieht es da aus, wie sieht es aus. Gerade natürlich auch für die neuen Hoster, die sagen, oh, ich habe an sowas auch Interesse und würde auch sowas gerne selbst mal anbieten oder mich einfach erstmal in die Materie reindenken und so weiter und so fort. Ist halt immer die Frage auch, okay, was brauche ich? Ja, also jetzt zum Beispiel A und O ist auch oftmals eben der Traffic. Mhm. Der ist immer leider teuer. Da kommt man nicht immer drum rum. Klar, so Giganten wie ne, OVH oder Hetzner oder wie auch immer, bei denen, aber mit denen kann man sich auch nicht vergleichen. Ja, klar. Ne, die haben ganz eigene Rechenzentren. Von Mhm. daher, genau, ist halt immer auch abzuwägen, okay, was brauche ich selber? Und von dem Standpunkt aus entscheide ich dann, okay, wo gehe ich hin? Ja, Ja, und der D6, das ist natürlich ja. auf jeden Fall angenehm, ja. Und das liegt dann halt quasi direkt am D6, sprich man hat halt einen niedrigeren Ping zu diesem riesigen Verteilerzentrum und ist somit halt auch Genau. generell auf allen Verteilerpunkten schneller eigentlich, weil halt der D6, weiß ich gar nicht, mit wie viel Terabyte pro Sekunde ist der angebunden? Puh, ich weiß gar nicht. Ich habe noch letztens irgendwelche Statistiken gelesen, wie viele Petaflops oder wie auch immer, ich weiß es gerade gar Mhm. nicht, da durchgegangen sind. Also Ja, es ist Wahnsinn. das ist echt Wahnsinn, ja. Ja, aber auch super interessant. Und du hast innen drin dann sozusagen dein eigenes virtuelles LAN, also innerhalb des Rechenzentrums? Mhm, genau, richtig. Und wie ist das dann gemanagt? Also ist dann da ein Router, der das alles verteilt? Weil ich meine, die Systeme haben ja eigentlich alle ihre eigenen IP-Adressen Ja. ja trotzdem. Also die kann man sich ja trotzdem zuweisen lassen. Genau, das hängt also im Grunde genommen hinter einem gemanagten Switch, sage ich mal, Mhm. wo halt eben gesagt wird, okay, den Switch, den kann man so konfigurieren, dass man sagt, okay, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal einen 16-Port-Switch, wo halt dann eben gesagt wird, alles klar, auf Port XY läuft halt eben das und das LAN und Mhm. so wird das dann quasi gesehen unterteilt. So kann man dann eben die LANs unterteilen. Und Switch deswegen, weil halt Schicht 3, da, also wenn es ein Router wäre, Der bräuchte 3, der halt seine genau, eigene IP-Adresse und dann könntest du da nicht mehr dieses direkte Mapping haben. genau, richtig. Ja. Jetzt hast du vorhin Ark erwähnt. Ark ist ja eigentlich ein Game, ne? Mhm. Ist es dann auch als Image so verfügbar? Also quasi, dass man über LXC sagen kann, ich hätte jetzt ganz gerne einen Arc-Server oder wie kann man sich das vorstellen? Momentan funktioniert das so, dass ich also ein Webinterface anbiete. Und da ist das Schöne an diesem Webinterface. Das geht hin und erstellt für jeden Game-Server eine eigene VM. Das Mhm. heißt also, da wird jedes Mal, wenn eine Bestellung reinkommt und gesagt wird, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel Minecraft-Server haben oder Arc-Server haben, wird dafür halt eben eine eigene VM erstellt. Und auf dieser VM wird dann halt eben ein Image runtergeladen, korrekt, Mhm. und dann halt eben installiert und konfiguriert. Ja. Und das ist natürlich der Schmankel daran, also das wirklich Tolle daran, das funktioniert auch wieder binnen Minuten, Ja. wo man halt wirklich damals wirklich lange darauf gewartet hat. Das funktioniert alles auch voll automatisiert Ja, jetzt brauchen und ist natürlich. total erweiterbar halt auch. Dank ja, vieler Module, die man da halt eben implementieren kann und installieren kann, Okay. total groß aufzufahren. Und dann hat man trotzdem noch die Möglichkeit, auf den Server drauf zuzugreifen und sozusagen auch nochmal eigene Plugins zu schreiben, nehme ich an. Genau, das geht auch, Ja, ja. super. Jetzt allerdings die Frage, so ein Spielserver braucht ja normalerweise extrem viel Leistung. Also so, keine Ahnung, Mhm. Minecraft habe ich mal mit jemand geredet, der hat gemeint, 32 Gigabyte sollte man da schon haben, wenn man einige Spieler unterbringen möchte. Oh, ja, okay. Wie sieht denn so ein maximaler Server sozusagen aus? Also wenn ich quasi den größten Server haben möchte, den es überhaupt nur gibt, weil ich halt extrem viele Leute haben will, dann kann ich ja quasi so einen ganzen Server-Rack sozusagen zusammenpacken. Also quasi nicht irgendwie aufteilen, sondern halt einfach den ganzen, nehme ich an. Wie stark wäre so ein Ding? Du meinst jetzt im Grunde genommen ein Rack, wo jetzt, sage ich mal, einfach 5 Server drin hängen, die dann Mhm. bündeln, oder? Geht sowas? Es kommt auch darauf an. Also da reden wir, ja, das geht. Also man kann auf jeden Fall halt sowas dann, je nach Spiel, auf Arc zum Beispiel, kannst du auch auf mehrere Server, sage ich mal, 5 wirklich physische Server, die du im Rechenzentrum Ah, okay. stehen hast, verteilen und dann, sage ich mal, alle zusammen, ja, zusammen laufen lassen, sage ich mal. Also, Mhm. aber da, ich bin jetzt bei diesen Spielen, ich selber spiele diese Spiele halt nicht. Ich greife auch immer wieder, und das muss man auch ganz klar zusagen, immer wieder auf Leute zurück, die halt eben damit Erfahrung haben. Mhm. Das muss man auch sagen, man kann halt nicht alles selber können und wissen. Klar. Umso wichtiger ist halt einfach auch da Leute zu haben, die das halt eben, ja, teilweise sogar irgendwelche selbst programmierten Schnittstellen oder so halt eben darüber laufen lassen Ja. oder halt eben damit anbieten und genau darauf zugreifen. Ja, wie groß könnte der sein? Also ich sag mal, ich glaube, nach oben ist da kein Ende gesetzt. Das ist natürlich krass. Ist halt die Frage,
Ja, 32 Gigabyte. Ich selbst, wie gesagt, ich spiele diese Spiele halt nicht. Ich kümmere mich natürlich gerne drum und lese mich da auch ein, aber ich spiele das nicht. 32 Gigabyte für so einen Minecraft-Server fände ich jetzt etwas übertrieben. Ähm, klar, ist natürlich möglich. Fragt sich halt nur wirklich, ist das wirklich so nötig? Es kommen halt wirklich oftmals Anfragen, ja, wie viel Gigabyte brauche ich da und dafür? Und Ja, klar. Also normalerweise braucht man es nicht, aber für genau, manche könnte es vielleicht genau, ja, interessant ja, sein. Also auf je jeden nachdem, wie Fall. viele Plugins, wie viele Spieler und so. Genau, auf jeden Fall. Das ist aber auch halt wieder ein wirklich sehr schöner Vorteil. Man kann halt einfach eben klein anfangen und sich rantasten. Ja, also da bin ich halt offen und ehrlich und sage dann lieber dem Kunden, ja, lieber Kunde, nimm lieber ruhig eine Variante kleiner, Mhm. zahl dafür ruhig weniger, aber sei damit zufrieden, weil das bringt ja nichts, ja, wenn jetzt irgendwie ein Kunde, weiß ich nicht, 2 Monate lang bei mir ein Produkt hat und nachher sich herausstellt, ja, pass auf, aber das hätte doch gereicht, wenn ich nur ein Viertel der Leistung gehabt hätte. Und dann sagt Mhm. er, du hast ja keine Ahnung, ne? Gehe ich da lieber woanders hin oder bin unzufrieden. Oder das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Von daher ist es halt immer eine schöne Sache. Man kann halt wirklich eben upgraden per Klick und kann sich so halt eben rantasten. Von daher, Okay. 20 GB, klar, auf jeden Fall ist völlig richtig, was du sagst, je nachdem, was man halt eben, genauso wie bei der Auswahl von Rechenzentren, sage ich mal, wie ich eben erklärt habe, ist auch hier wieder die Frage, ja, was brauche ich? Was möchte ich überhaupt anbieten? Mhm. Ja, also für einen Standard-Server wäre das zu viel, aber wie du eben sagtest, zum Beispiel mit verschiedenen Plugins, ja, Genau. auf jeden Fall. Wie sieht es dann aus? Also du hast gerade gemeint, man kann den Server einfach dynamisch upgraden. Wie funktioniert es dann im Hintergrund? Also was wird da gemacht? Wird das über KVM bzw. LXC dann gemacht? Oder? Genau, auch da wird im Grunde genommen wieder grob gesagt eine Anfrage getriggert, sage ich mal, an das Backend und es wird gesagt, auch hier wieder wie bei der Bestellung, nachdem halt eben das System sieht, okay, alles klar, die Rechnung wurde bezahlt, Mhm. geht es hin und sagt, hier, ändere mal eben den Wert. Ja, Also er wird tatsächlich geändert. Das System wird nicht neu erstellt genau. dann. Nein, nein, das wird geändert. Und genau darin besteht halt auch nochmal so ein kleiner Vorteil. Genau das, was du sagst, es wird also nicht neu erstellt. Ich Mhm. brauche keine Angst haben, sage ich mal, dass wenn ich jetzt einen 6 GB Server habe und 10 haben möchte, dass ich irgendwie neu installieren muss oder so. Okay. Und was ich natürlich wichtig finde, ist klar, also Backup ist kein RAID, da brauchen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten und so Mhm. weiter und so fort, dass die Systeme alle auf RAID laufen. Mhm. Und zusätzlich halt eben die Möglichkeit besteht, für jeden Kunden halt eben Backups halt eben anzulegen, weil halt eben dann doch wichtig ist, dass wenn der Kunde sich mal irgendwie, ich meine, das kann ja durchaus vorkommen, ja, dass wenn ich jetzt irgendwie da was hochlade, was mir auf einmal den kompletten Server zerschießt, die komplette Konfiguration oder wie auch Ja. immer, dass ich halt eben sagen kann, okay, hier ein Klick, ne, und ich habe wieder den Zustand von vorher. Wird wiederhergestellt, ja, das ist natürlich praktisch. Genau. Ganz kurz zur Erklärung: RAID bedeutet in dem Fall eine komplette Spiegelung oder hast du, was für ein RAID benutzt du? Das kommt immer darauf an, welches Host-System, sage ich mal, und welche Platten. Also ich nutze eigentlich immer RAID 10. Ja, Okay, das ist halt eine Mischung aus Mirroring und Striping halt eben, okay, um auch irgendwo die Performance halt hochzuhalten. ja, Halt eben dieses Striping, genau. okay. Und dieses Backup, wie wird das dann eingespielt im Backend? Also da kann man dann einfach sagen, hat man dann sozusagen ein Image so von der Momentaufnahme und das wird dann einfach wieder eingespielt, wenn man es zurücksetzen möchte, Genau, oder? ganz genau das ist es. Also du hast im Kundencenter die Möglichkeit Backups, das ist da ein Reiter, eine Option, einfach draufklicken. Du kannst dir dann halt eben anzeigen lassen, welche Backups du schon hast. Mhm. Du kannst das anlegen oder halt eben ein neues erstellen und dann wird das genau mit der Momentaufnahme wird das so erstellt. Ja. Okay, das ist dann also quasi wie die ISO-Datei für das neue System, nur halt eben für das, was schon Dateien enthält. Genau. Da hat man halt auch immer wirklich auch hier wieder halt an diejenigen irgendwie, die halt sich gerne an sowas irgendwie rantasten möchten oder die halt eben Erfahrungen sammeln möchten. Wenn ich mir jetzt mein System irgendwie eingestellt habe und ändere da Sachen und nach 3 Tagen funktioniert es nicht mehr oder sowas, ja, dann kann ich halt eben schnell das Backup einspielen Ja, ja, und genau, habe das klar. halt wieder. Ne? Also, ja. Das ist natürlich hilfreich, ja. Dann habe ich an sich eigentlich keine Fragen mehr, falls du noch irgendwie was loswerden möchtest. Ja, also du kamst zu Beginn des Gesprächs darauf, jetzt zum Beispiel Hosting, wieso, weshalb, warum und so weiter. Ich kann da auch wirklich jedem nur sagen, auch die Hoster, die Anbieter, die sind natürlich nicht perfekt, wie ich eben schon sagte, man kann auch nicht alles wissen. Ja. Ähm, auch da ist es wirklich wichtig, auf Leute zurückzugreifen, die sich damit auskennen. Und Hm. es ist halt wichtig, auch damit zu kalkulieren, dass das halt auch ein bisschen Geld kostet. Also nicht jeder macht das natürlich umsonst. Klar. Ähm, und genau, also da ist es wirklich extrem wichtig, gerade wenn man so viele ja, verschiedene Komponenten halt einsetzt, ja, also WHMCS, dann kommt Proxmox dazu, dann kommt irgendwo WordPress. Ich meine, das sind so
Basics, sage ich mal, okay. Aber wenn es dann so ans Eingemachte geht, sage ich mal, bezüglich Game-Server, wie konfiguriere ich die Game-Server, welche Skripte lasse ich da laufen und solche Geschichten. Also da ist es immer wieder schön, dann auf Leute zurückzugreifen, die sich damit auskennen. Das ist halt einfach wichtig zu wissen auch. Eine Frage ist mir tatsächlich noch eingefallen. Du hast gemeint, du benutzt WordPress. Hast du mal deine eigene Seite dann pentesten lassen, beziehungsweise selbst gepentestet? Ich habe tatsächlich selbst gepentestet, genau richtig. Unter Kali Linux gibt es ja da verschiedene Möglichkeiten zu, wie du auch schon in dein Video rein öfters mal erklärt hast und gezeigt hast. Es sah ganz gut aus tatsächlich. Ich hätte auch nicht gedacht, ja, weil ist ja dann doch ein häufig genutztes Backend, sage ich einfach mal, was halt eben klar umso häufiger irgendwie anfällig dann auch eben wird, weil es eben mehr ausprobiert wird. Aber es sah ganz gut aus, ja. Ja, super. Und das ist auch wichtig, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt, dass du es ansprichst. Auch hier halt, da muss man halt einfach auch beibleiben und sowas dann auch testen, ja. Ja, klar, auch für die Entwickler natürlich, die dann eben irgendwie einen Server haben wollen, sozusagen, für die ist das natürlich auch sehr wichtig. Ja, genau, ja. Weil, ja, also klar, du sicherst alles ab, was du machen kannst, aber wenn dann irgendwie die Datenbanken veröffentlicht werden können oder einfach gelesen werden können, da kannst du halt auch nichts dagegen machen, das ist ganz klar. Ja, ich meine, man guckt halt auch immer, dass man selbst natürlich auch so sicher wie möglich aufgestellt ist, denn man ist natürlich auch dafür verantwortlich. Ja, klar. Das muss man sich ja auch irgendwo vor Augen halten. Ja. Klar. Genau. Cool, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich danke dir. Und ja, Links sind natürlich wie immer alle in der Beschreibung. Falls ihr Fragen habt oder sowas, dann stellt die ruhig, wie gesagt, Kommentare. Und selbstverständlich könnt ihr hier auch nochmal in der Beschreibung nachlesen. Falls irgendwas vergessen wurde von einem von uns beiden, wahrscheinlich eher von mir, dann editiere ich das natürlich rein, ganz klar. Gut, dann bis zum nächsten Mal.